Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zu den Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Nachdem wir im ersten Video ja mal so ein bisschen reingeschnuppert haben, wie sehen die Dinger aus, was macht die Optik und die Haptik, und die war ja nicht ganz so überragend, zumindest in meinem ersten Eindruck, gucken wir uns jetzt natürlich mal die Einrichtung an. Dazu ist hier unten die Taste wichtig. Sofern das die Geräte nicht automatisch im Kopplungsmodus sind, könnt ihr mit dieser Taste den Kopplungsmodus starten, und das tun wir jetzt auch einmal. Ja, beim Setup ist es ein Unterschied, je nachdem, was für ein Smartphone ihr habt. Im Zweifel sollte aber auf eurem Smartphone-Display relativ schnell dieses Bild hier erscheinen, welches dann die automatische Kopplung auch schon startet. Ihr könnt unten einfach auf Verbinden klicken und der Setup-Prozess beginnt. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, entweder installiert ihr vorher die Wearable-App und startet es darüber, oder ihr sucht einfach bei Bluetooth nach den entsprechenden Kopfhörern. Das geht logischerweise auch. Ja, für die Wearable-App wird dann entsprechend hier noch ein Plugin heruntergeladen, welches explizit für die Galaxy Buds 3 Pro ist. Danach könnt ihr hier entscheiden, ob ihr die Software automatisch aktualisieren wollt oder nicht, und auch ob ihr Diagnosedaten senden wollt oder nicht. Dann gibt es ein paar kleine Hinweise, einmal zur adaptiven Geräuschkontrolle. Das ist nichts anderes als letzten Endes Funktionen rund um das ANC, also Active Noise Cancellation. Es kommt ein Ton rein und wird ein Gegenton an euch rausgesendet, der diesen Ton im Zweifel neutralisiert. Da gibt es nicht nur eine Einstellung bei den Samsung Galaxy Buds 3 Pro, sondern halt mehrere. Zum Beispiel Sprach- und Sirenenerkennung, sprich, wenn ihr abgekoppelt seid von der Außenwelt, ist es natürlich super, wenn ein Feuerwehrauto oder ein Polizeiauto hinter euch ist, wenn da eine Info kommt. Deswegen können die Buds erkennen, wenn eine Sirene kommt. Gleiches auch, wenn jemand mit euch spricht, damit ihr dann auch entsprechend denjenigen verstehen bzw. hören könnt. Ja, dann, wenn das Ganze durchgelaufen ist, habt ihr hier die Wearable App und seht jetzt die verschiedenen Einstellungen. Die gucken wir uns auch gleich im Nachgang alle im Detail an. Ihr seht jetzt in der Mitte des Bildes, los geht's. Das ist so ein bisschen, ja, ich nenne mal Quick Start Guide in der App sozusagen. Einmal, wie die Gestensteuerung funktioniert, also Lautstärke rauf, runter, gedrückt halten, um Telefonanrufe entgegenzunehmen oder auch den Musik zu starten oder zu stoppen. Das solltet ihr euch hier im Zweifel nochmal im Detail angucken. Wenn ihr die Gesten nutzen wollt, macht es halt Sinn, wenn man sich einmal vorher damit nochmal genau vertraut macht. Ansonsten gibt es hier noch Informationen zur 360° Audioaufnahme. Ein nicht ganz uninteressantes Thema, weil die Buds können halt mit eurer Kamera ein Video mit 360° Audio aufnehmen. Vielleicht für Samsung Smartphone-Besitzer eine interessante Geschichte. Und wie ich gerade eben schon sagte, ja, die Geräuschkontrolle läuft halt automatisch immer mit. Wenn ihr nochmal koppeln wollt, habe ich euch aber ja schon gesagt, hier wird es nochmal gezeigt, unten die Taste drücken am Gehäuse, dann geht das Gerät in den Kopplungsmodus und ihr könnt das Ganze mit eurem Telefon verbinden. Ja, und wenn ihr dann euer Telefon verbunden habt, dann habt ihr die App quasi im vollen Zugriff. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal durch alle Einstellungen durchzugehen. Es ist ein etwas längerer Slot jetzt sozusagen, also von daher, ja, wir gehen jetzt alles durch. Ihr könnt euch da so ein bisschen auch rumklicken und pausieren und so weiter und so fort. Als erstes habt ihr hier grundsätzlich natürlich die Einstellung zur Geräuschunterdrückung. Einmal die aktive Geräuschunterdrückung, ANC voll eingeschaltet. Adaptiv bedeutet nichts anderes, als dass quasi die ANC-Funktionalität in Abhängigkeit von den Umgebungsgeräuschen und so weiter und so fort eingeschaltet bzw. durchlässig gemacht wird. Umgebungsgeräusch bedeutet, dass ihr Geräusche aus eurer Umgebung noch wahrnehmen könnt, und aus ist logischerweise gar kein ANC, dann nimmt man das komplett raus. Konversationsmodus bedeutet, dass wenn ihr mit jemandem sprecht, schaltet automatisch das ANC aus. Das macht total Sinn, weil ansonsten hört ihr das halt sehr dumpf und redet selber sehr laut, deswegen ist die Erkennung auf jeden Fall wichtig. Die schaltet dann automatisch auf Durchgang. Sirene erkannt, habe ich euch vorhin schon kurz erklärt. Da geht es halt darum, wenn eine Sirene kommt, dass ihr nicht durch euer ANC quasi entkoppelt seid von der Außenwelt, sondern die Sirene auch hört. Und was ich auch noch wichtig finde, ist bei Anrufen Umgebungston verwenden. Das ist auch wichtig, weil ich immer sehr in meinen Kopfhörer reinbrülle, weil ich das Gefühl habe, der andere hört mich nicht. Das wird hiermit dann entsprechend eingeschränkt bzw. geändert. So, was haben wir sonst noch? 360° Audio, das ist meines Wissens nach eine Samsung Galaxy Smartphone Only Aktivität bzw. Funktion. Geht also nur, wenn ihr quasi auch ein Samsung Galaxy Smartphone habt. Dann könnt ihr euren Kopf drehen und bekommt trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, das Video kommt aus der gleichen Richtung. Also das ist einfach nichts anderes, als dass die Audiokomponente noch ein bisschen mehr um euch rum wabert sozusagen. Der Equalizer dürfte, denke ich, klar sein. Da könnt ihr noch Einstellungen vornehmen, um den Ton zu verbessern. So ihr nicht mit den 6 Standards klarkommt, könnt ihr auch noch individuell den Equalizer einstellen, um dann euch individuell quasi
das Hörvergnügen sozusagen anzupassen. Finde ich persönlich immer ganz wichtig, dass das mit dabei ist. So kann man nämlich, wenn man möchte, alles genau einstellen. Ton für Ohr anpassen würde ich immer aktiviert lassen, hat bei mir nur einen positiven Eindruck hinterlassen. Ist so ein bisschen, dass die Software versucht, das Ganze optimal an euer Ohr anzupassen und apropos an euer Ohr anzupassen. Hier unten seht ihr eine der Funktionen, die ich auch für wichtig halte, den Anpassungstest der Ohrhörer. Dazu steckt ihr einfach beide Ohrhörer ein und macht diesen Test und die Ohrhörer erkennen über die Mikrofone und so weiter und so fort, ob die Ohrhörer mit den Anpassungsmöglichkeiten, also mit den Aufsätzen und so weiter, optimal für euer Ohr geeignet sind. Gut, gehen wir weiter. Wir haben die Ohrhörersteuerung. Das ist im Wesentlichen da die Bedienung der Touch-Oberflächen an den Nippeln, wie auch immer man sie nennt. Das könnt ihr hier einmal beziehungsweise könnt ihr einmal die Mediensteuerung aktivieren. Finde ich persönlich total wichtig, dass ich quasi, wenn ich was höre, einfach nur durch Tippen das nächste Lied machen kann oder auch die Wiedergabe pausieren kann. Ihr könnt über das gedrückt Halten der Touch-Oberfläche auch Funktionen ein- und ausstellen, zum Beispiel hier Spotify starten oder die aktive Geräuschunterdrückung in verschiedenen Stufen einstellen oder einen Sprachbefehl über Bixby aktivieren. Das lässt sich hier im Zweifel konfigurieren, so ihr das denn haben möchtet bzw. einstellen möchtet. Gut, Anruf beenden oder annehmen ist, denke ich, klar. Das könnt ihr auch tun bzw. aktivieren oder deaktivieren. Anruf ablehnen funktioniert auch, geht auch in der Theorie und in der Praxis über die Touch-Oberflächen. Auch das könnt ihr deaktivieren, wenn ihr das halt eben nicht machen möchtet. Die Ohrhörerbeleuchtung ist ja ein neues Feature jetzt bei den Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Das ist, ich sag mal, Geschmackssache, ob man das jetzt haben möchte oder nicht. Man kann es zum Glück deaktivieren und man kann auch hier einstellen, wie soll es nachher aussehen. Ich persönlich brauche jetzt keine Beleuchtung an meinen Ohrhörern, aber vielleicht ist das ja für euch interessant, dann könnt ihr es halt hier entsprechend konfigurieren. So, damit sind wir durch bei der Ohrhörersteuerung. In den Ohrhörereinstellungen gibt es jetzt tatsächlich sehr, sehr viel zu konfigurieren. Und ihr seht hier, dass oben zum einen das Profil hinterlegt ist. Dann haben wir die Optionen hier Sprachsteuerung zu aktivieren bzw. zu verwenden. Da geht es jetzt einfach darum, dass ihr Bixby verwenden könnt mit den Ohrhörern, so ihr das denn möchtet. Ich persönlich nutze kein Bixby, deswegen ist das bei mir auch deaktiviert. Die Im-Ohr-Erkennung ist vielleicht schon interessanter. Zum einen lässt sich hier aktivieren oder beziehungsweise deaktivieren. Wenn ihr die Ohrhörer rausnehmt, soll der Ton aufhören. Ich habe das bei mir immer aktiviert, weil ich es sinnvoll finde. Und ihr könnt natürlich auch einstellen, ob das Telefon oder bei Telefonanrufen, wenn ihr die Ohrhörer rausmacht, ob auf euer Telefon gewechselt werden soll. So, was haben wir ansonsten hier noch? Wir haben das Thema Benachrichtigungen, denn Benachrichtigungen können über die Ohrhörer auch vorgelesen werden. Das lässt sich hier aktivieren und zwar für alle Apps, oder beziehungsweise alle Apps, die Benachrichtigungen senden dürfen, glaube ich, das ist das Kriterium, lässt sich das hier ein- und ausschalten. Jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, wenn eine WhatsApp-Nachricht reinkommt, soll sie euch vorgelesen werden. Das lässt sich hier konfigurieren, um es vielleicht mal ganz plastisch zu machen und das halt eben für alle Apps, die ihr so installiert habt. Nahtlose Audioverbindung ist eine Funktion, die auch für Samsung-Nutzern vorbehalten ist. Wenn ihr an Geräten in eurem Samsung-Konto angemeldet seid, könnt ihr den Ton nahtlos vom einen Gerät aufs andere übertragen. Und zwar auch, wenn das nicht angemeldet ist. Habe ich noch nie benutzt. Wenn das aber vielleicht interessant ist, weil ihr mehrere Samsung-Geräte habt, kann das für euch eine Funktion sein, die man eingeschaltet lassen kann. Aus meiner Sicht aber nur, wenn ihr das tatsächlich auch aktiv nutzt. Am Ende verbraucht es zwar auch keinen Strom, von daher ist es nicht weiter tragisch. Aber ich persönlich habe es zum Beispiel jetzt noch nie genutzt. Erinnerung an Nackendehnung, ja, das ist jetzt so eine Sache, ob das interessant ist für euch oder nicht, das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Am Ende erkennen die Kopfhörer und ihr müsst das hier einmal kalibrieren, ob euer Nacken sich in einer Position befindet, wo er etwas entspannt werden müsste. Das ist ja gerade, wenn ihr irgendwie vielleicht am Rechner sitzt und die ganze Zeit nach unten guckt oder auch die ganze Zeit in den Himmel guckt, weil ihr Flugzeuge beobachtet, keine Ahnung, was ihr macht, dann warnt oder beziehungsweise gibt es einen Hinweis darauf, dass ihr jetzt euren Nacken mal entspannen sollt. Und zusätzlich bietet Samsung halt auch noch die Option bzw. den Hinweis darauf, was der Nacken entspannen bedeutet. Und wenn wir jetzt hier die Konfiguration durchhaben, zeige ich euch das nochmal. Da gibt es halt so einen kleinen Guide, was muss man tun, um den Nacken zu entspannen, wenn denn dann die Kopfhörer oder Ohrhörer erkannt haben, dass hier euer Nacken dehnungsbedürftig ist, sozusagen. Dafür geht ihr hier unten auf so dehnst du deinen Nacken und dann seht ihr hier so ein paar Hinweise. Zum einen macht die Person das, zum anderen steht es auch nochmal unten drunter. Ja. Ob man das jetzt nutzt oder nicht, ich weiß es nicht. Spielemodus bedeutet nichts anderes als dass die Latenzzeit, also sprich die Zeit, bevor der Ton in eurem Ohr ankommt,
reduziert wird. Bei Spielen ist es ja notwendig, dass der Ton möglichst ohne Verzögerung ankommt. Eingabehilfen ist vielleicht noch ganz interessant. Wenn ihr ein Handicap habt, zum Beispiel ein Ohr etwas schlechter ist als das andere, könnt ihr das hier konfigurieren. Ihr könnt hier auch einstellen, dass nur mit einem Ohr schon Geräuschkontrollen stattfinden sollen. Also sprich ANC, das lässt sich konfigurieren. Also insofern, wenn ihr da mit einem Handicap leben müsst, dann lässt sich das hier gegebenenfalls durch Einstellungen vielleicht etwas abmildern. Genau, das ist der Punkt. Dann gehen wir nochmal weiter, gucken nochmal in die nächste Einstellung rein. Software-Update dürfte, denke ich, für alle klar sein. Da geht es um eine Firmware für die Kopfhörer oder beziehungsweise Ohrhörer. In der Diagnose geht es dann in die Samsung Members App, wenn ihr die installiert habt. Ich spare euch das mal, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Und hier in dem Bereich seht ihr dann nochmal Produktnamen, eure Seriennummer. Ihr habt unten noch Informationen zum Akku, also zur Akkukapazität. 500 mAh hat ja das Gehäuse, 50 jeder einzelne Kopfhörer. Da kommen wir dann später im Test nochmal zu den Details zu diesem Thema. Ja, und damit sind wir eigentlich auch fast schon durch. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist meine Buds finden oder beziehungsweise noch das Benutzerhandbuch. Genau, das habe ich ganz noch vergessen. Das ist natürlich auch noch da. Könnt ihr da auch noch Infos zu holen. Ansonsten noch meine Buds finden ist nichts anderes, als dass, wenn ihr die Kopfhörer verlegt habt, dass die Kopfhörer einen Ton ausgeben können. Dazu geht ihr einfach in diesen Bereich rein. Dann geht es in eure SmartThings App und dann lässt sich hier quasi der Ton abspielen. Oder aber ihr seht auch, wo ihr die Kopfhörer beziehungsweise Ohrhörer zuletzt gehabt beziehungsweise gesehen habt. Und ja, das war's dann mit den Einstellungen auch schon. Insofern sind wir jetzt durch. Das Video ist jetzt etwas länger gewesen. Ich hoffe, es konnte euch einen kleinen Eindruck von den Einstellungen und den Funktionen vermitteln. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, auch was ihr vielleicht noch sehen wollt zu den Kopfhörern. Am Ende bleibt mir ansonsten nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.